Hallo meine Freunde, wie schon mal erwähnt, ich muss ein bisschen Gas geben mit dem Schlachten. Und hier seht ihr nicht nur ein Schlachtfest, also die Steigerung von der Schlachtnacht. Bei der Schlachtnacht sind ja meistens immer nur 4 Modelle oder 5 manchmal, die zerlegt werden. Und beim Schlachtfest sind das dann halt mehr. Aber hier, das sind diesmal so viele mehr, dass es eigentlich schon eine Schlachtorgie ist. Also nochmal die Steigerung vom Fest. Und die muss ich jetzt heute Nacht alle zerlegen. Und natürlich auch online tun. Und wir fangen jetzt mal an. Ein Mercedes 500 SL von Maestro. Ein BMW M23 von Burago. Ein Peugeot 205 von Burago im Maßstab 1:24. Ein 1970er Plymouth Barracuda, nun Cuda von Ertel. Ein Mercedes 300 SL von Burago. Ein Mercedes 300 SL Roadster von Burago. Ein Porsche 924 GT von MCG. Ein Smart 44 von Norev, ein Porsche Cayenne von Maestro, ein Ford F150 von Solido, ein Cadillac 58er Cadillac von Road Signatures, ein Auto Union 1000S von Revell, ein BMW Z1 von Revell im Maßstab 1:24, ein Jaguar XK8 von Maestro und der Dodge Ram Charger von BOS. All diese Modelle, die werden jetzt gleich in sehr schneller Geschwindigkeit zerlegt. Ja, eigentlich geschlachtet. So, Grund dafür ist, bei mir kommen, wie ihr in den anderen Videos immer sehen könnt, Ankunft neuer Schrottautos. Es kommen immer viele Modellautos bei mir auf den Schrott. Und manchmal muss ich halt so Orgien veranstalten, sage ich jetzt mal, um halt schnell viele Modelle in kurzer Zeit und schnell zu zerlegen. Nochmal eine Info. Hier werde ich nicht sehr super detailliert vorgehen wie bei den Schlachtnächten. Da gebe ich mir Zeit, da gebe ich mir Mühe und hier da. Bei diesen Modellen hier muss es immer zack, zack, zack schnell gehen. Weil hier kostet Zeit das Geld. Weil die meisten Modelle sind halt schon stark zerlegt oder stark beschädigt. Und dementsprechend ist mein Verdienst an diesem Modell halt deutlich weniger. Oder wie halt bei so einem Jaguar XK8 hier. Ist allgemein das Modell jetzt nicht wirklich der Burner und die Nachfrage nach Teilen ist jetzt auch nicht gigantisch und deswegen muss es bei solchen Modellen halt schnell gehen, 1:24 Modelle genauso. Deswegen halt muss ich halt zack, zack, zack machen. Also deswegen nicht wundern, es ist nicht eine normale Schlachtnacht, sondern ein Schlachtfest, Orgie, wie man sieht. Ja, das war jetzt die Einweisung, wie es jetzt abläuft, wie schnell das geht. Also wird jetzt gleich ruckzuck gehen. Da dauert das so im Schnitt zwischen 2 bis 6 Minuten ein Video. Und das wird dann halt zu einem großen Video gepackt. So, das war's. Es geht jetzt gleich los. Ciao, Freunde. So, Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, es geht los. Die Schlachtorgie. Das ist die Steigerung vom Schlachtnacht, Schlachtfest. Also, man fängt an, also bei mir die Steigerung, die erste Position ist Schlachtnacht, ne? Da werden halt so 4, 5 Autos zerlegt, Schlachtfest werden halt so 8, 9, 10 Autos zerlegt und Schlachtorgie ist jetzt ganz neu, da werden sogar bis 15 Modellautos und vielleicht sogar auch mehr zerlegt pro Nacht. Unser erster Kandidat ist der Ram Charger, ein geiles Modell von BOS. Es geht leider nichts auf, aber er hat viele typische Krankheiten. Eine typische Krankheit ist, die komplette Karosserie zerbricht. Ja, davon gibt es richtig viele Modelle mit komplett gebrochenen Teilen hat. Nächste Krankheit ist dieses Tütchen, was immer dabei liegt. Ne? Fehlt ab und zu mal. Ich weiß nicht, ob das werkseitig schon fehlt oder irgendwann mal rausgefallen ist. Keine Ahnung, wer weiß es schon. Ja, und die nächste übliche Krankheit, halt, was oft bei so Resin-Modellen vorkommt, ist, dass die Scheiben sich lösen. Hier löst sich eine Scheibe. Ja, hier löst sich eine Scheibe und das war es Gott sei Dank auch. Normalerweise lösen sich alle Scheiben. Und eine Krankheit hat dieses Modell auch noch. Die Innenausstattung löst sich und kugelt dann drin rum. Ja, das ist bei dem hier auf jeden Fall der Fall. Da hat sich die Innenausstattung schon komplett gelöst und die kullert jetzt da drin rum. Rein theoretisch gesehen könnte man den jetzt aufschrauben und reparieren und wieder verkaufen, aber das ist ja nicht Sinn meines Geschäfts. So, und da jetzt hier heute verdammt viele Modellautos auf der Schlachtbank stehen und das nicht umsonst ein Schlachtorgie heißt, werde ich mich mal jetzt ein bisschen mal sputen mit dem Zerlegen. Und euch vielleicht nicht alles so im Detail erklären. Wollt ihr ein detailliertes Video von diesem Modell sehen, dann müsst ihr in meinen alten Videos mal gucken.
Da müsste eins noch drin sein. Da habe ich einen RAM Charger schon mal zerlegt. Und ist ganz gut geworden. Besonders weil ich von diesem Modell dann schwärme. Und das heißt schon viel Gutes, wenn ich von einem Modellauto schwärme, dann ist das meistens auch ziemlich gut. Oder oft. So, jetzt ein bisschen Fast and the Furious mäßig mal machen. Da hört ihr schon klimpern. Die Innenausstattung. Zack, zack. Oh, die Windschutzscheibe geht auch schon ab. Das Gute an dem Modell ist, dass die Rohkorosse noch intakt ist. Die meisten, die ich hier von diesem Modell halt reinbekomme, hatten eine kaputte Windschutzscheibe, Rohkorosse. Die meisten. Geht nicht ab. Geht eigentlich schon ab, aber will jetzt nicht abgehen. Hört ihr das Klimpern? Das ist die Innenausstattung. So, bei Resin-Modellautos könnt ihr nicht von innen rausdrücken. Das heißt, ihr müsst immer so von außen irgendwie einwirken, damit die Teile abgehen. Aber wie ihr seht, ist das eigentlich im Großen und Ganzen kein Problem. So. Tankdeckel kommt auch raus. Na komm schon jetzt. Mein Gott. Na geht doch. Oh hier. Da sieht man Transportschaden. Sehr gefragt sind natürlich bei dem Modell alles. Also hier geht eigentlich im Prinzip alles gut weg. Über die Felgen, über die Rohkorosse, über die Scheiben, Innenausstattung. Dieses Modell ist allgemein sehr gefragt. So. Felgen sind natürlich eine absolute Wucht bei dem Modell, ne? Ja, Innenausstattung ist mit dem Unterboden zusammen ein Teil. Ja, ich muss mich das ein bisschen beeilen. Guck mal, schon 4 Minuten. Normalerweise wollte ich eigentlich schon längst fertig sein mit dem Modell. Wir sind auch schon fast fertig. Das ist jetzt noch hier die Innenausstattung abschrauben, das Armaturenbrett abmachen und dann ist dieses Ding hier auch schon gegessen. Geiles Muster auf den Sitzen, ne? Mega. So, ich laber wieder zu viel. Schönes Armaturenbrett. Hier RAM Charger steht auch nochmal hier drauf. Ah, so ein bisschen erklären muss ich trotzdem. Aber es wird bestimmt auch 1, 2 Modelle geben, wie ich so sehe. Da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu erklären. Boah, da war Kleber drauf. Wieso machen die nicht den gleichen Kleber auch auf die Scheiben drauf? Na, bevor ich noch mehr kaputt mache, lasse ich das lieber so. Das ist mir gerade durchgebrochen, die Türverkleidung. Dabei ist ja eigentlich gar nicht so gefragt. So. Okay. Naja. Modell Nummer 1 von 15. Also, lehnt euch zurück, macht es euch bequem, macht eine Chipstüte auf. Das wird eine lange Nacht. So, das Schlachtorgie geht in die nächste Runde. Ihr fragt euch bestimmt, was macht dieser Porsche 924er denn hier auf dem Schlachtfest? Der hat doch eigentlich auch ein ganz eigenes Video verdient. Eigentlich ja, wird es nicht schon geben. Richtig. Es gibt schon ein Video von dem Porsche 924er von MTG. Tolles Modell. Hier hat MTG wirklich mal ein schönes Modell auf den Markt gebracht. Schöne Verarbeitung. Hier, der ist jetzt auf den Schrott gekommen, weil die Heckscheibe abgefallen ist und weil die Verpackung defekt war. So, wir machen jetzt auch mal hier da knallhart weiter, weil Zeit ist Geld jetzt für mich. Oder was heißt Zeit ist Geld? Ich habe einfach einen Arsch voll Arbeit. Da warten noch jede Menge Modellautos auf ihre Schlachtung heute. Es ist ja heute zum allerersten Mal in diesem Channel die Schlachtorgie. Kein Schlachtfest,
und keine Schlachtnacht, sondern eine Schlachtorgie, weil da halt so extrem viele Modelle sind, nämlich 15 Stück an der Zahl. Einer ist schon zerlegt, ich weiß ja nicht, obwohl, hey, guckt ja, das ist ja ein durchgehendes Video, ist ja nicht wieder wie bei der Schlachtnacht. Das ist jetzt Modell Nummer 2. Und ich muss mich dran halten. Ich kann jetzt, wenn ihr ein detailliertes Video von diesem Modell sehen wollt, dann guckt in meinen alten Videos nach, da müsste einer drin sein. Ui. Ja, ich habe gehört, dass der Türgriff gerade in einem anderen Bundesland gelandet ist. Und deswegen gehe ich mal hier direkt mal weiter. Der Porsche 924 ist ein Modell aus Bangladesch. Also wird in Bangladesch produziert. MCG heißt übersetzt auf Deutsch Model Car Group. Sagt ihr, Gott mir der bekannt vor der Name? Ja, das ist Model Car World. Model Car World ist der Chef dieser Marke. Ja. Auspuff stört. Ich habe insgesamt 4 Stücke jetzt auf dem Schrott gehabt, jetzt von denen hier. Und Teile sind auch schon nahezu ausverkauft. Deswegen muss dieses hübsche Modell jetzt hier dran glauben. Im Radkasten auch noch Schrauben. Muss Gas geben. Aha, die Schraube war nicht komplett gelöst. So. Sehr gut. Was ist das denn für ein Teil? Aus wie die Lippe. Ui. Das wird als Ganzes verkauft, aber das hilft den Leuten mehr, als würde ich jetzt hier anfangen rumzudrehen. Schöne Innenausstattung, keine Gurte, aber geiles Muster, ne? Und das Schöne ist hier, bei dem Modell sind die Scheiben nicht genietet, sondern nur halbherzig gesteckt. Das erleichtert meine Arbeit gerade ungemein. So. Stoßstange hinten. Das sieht alles immer so scheiße brutal aus bei mir. Ja, im Prinzip ist es ja auch. Aber anders und schnell geht's leider sonst nicht ab. Ist mir gerade ein Nebelscheinwerfer abgeflogen. Ne, ein Blinkerglas. Aleko mio. Aber es scheint hier irgendwo vorne gelandet zu. Ah, da. Da bist du ja. Blinkerglas ist aufgetaucht. So, Rücklichter. Und dann ist dieses Modell auch schon Geschichte. Antenne. Oh Gott. Gott sei Dank zerlegt er sich eigentlich relativ einfach. So, das war's. Den Türgriff muss ich noch suchen gehen. Ich hoffe, ich finde ihn noch wieder. Mehr geht leider nicht ab. Metall, preislich, relativ stabiles Modell. Liegt so zwischen 30 und 60 Euro, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie ihr Glück habt. So, es geht zügig weiter. Guck mal, schon wieder 5 Minuten, ey. Ciao, Freunde. So, es geht zügig weiter. Hier kommt der Mercedes 300 SL von Burago.
Ein Evergreen. Ein Evergreen-Teile sind immer stark gefragt bei mir, ob das die Felgen sind, die Stoßstangen, die Scheiben, die Türgriffe, Blinker, Kühlergrill. Eigentlich wird im Prinzip alles gekauft bei dem Modell. Und deswegen lasse ich auch meistens immer so viel wie möglich an diesen Teilen dran. Das heißt, der Unterboden, der wird als Ganzes verkauft mit mit Motor und Innenausstattung. Das hilft denjenigen immer umso mehr weiter. Und ich habe auch gemerkt, dass die Nachfrage nach diesen kompletten Unterböden mit Innenausstattung immer höher ist, als würde ich das komplett einzeln zerlegen. Mein Gott, was ist los hier? Zack, zack, zack. Ich muss mich beeilen. Ich kann jetzt nicht umspielen. So, das heißt, ich verkaufe das jetzt so als komplettes Ganzes. Und meistens innerhalb von 1-2 Tagen ist es verkauft. Weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich Arbeit gespart, ne? Abgebrochene Räder, abgebrochene Sitze oder irgendwie so ein Scheiß. Und dann freut man sich halt tierisch, wenn man einfach nur noch 4 Schrauben tauschen muss und fertig ist das Modell. Preislich ist dieses Modellauto jetzt nichts Besonderes, ne? Das dümpelt so zwischen 0 Euro und 15 Euro rum. Also, das ist jetzt keine Wertanlage, ne? So, hier wie ihr seht, zerlegt er sich Gott sei Dank ziemlich einfach. So. Das ist das Schöne bei Burago, ne? Die sind immer so schön gesteckt alles, das geht alles rucki zucki. Ja, das ist hier einer meiner Topseller in Ersatzteilen. Der 300 SL. Ich kann bei jeder Schlacht nach Schlachtorgie einzerlegen, die Teile sind immer wieder weg. Und das bei einem Burago. Unglaublich, aber wahr. Na komm schon. So. Ein Blinker fehlt, sehe ich gerade bei dem. So. Ja. Das ist das Problem bei diesen Blinkern. Weil das Modellauto schon zig Jahre alt ist, ist das nicht so selten, dass natürlich auch da irgendwann mal repariert wird. Und da werden oft diese Blinker geklebt im Nachhinein. So, der ist jetzt hier Schrott. Der geht in die Schrottpresse. Hier, guck mal. Das ist auch so typisch, ne? Der Vorbesitzer hat hier schon versucht, so ein bisschen gegenzuwirken. Wenn man die Tür nämlich aufmacht, kommen hier Lackschäden. Das war da nie so selten. So, danke fürs Zugucken. Es geht zügig weiter. Wartet einfach noch so viel auf euch. So, es geht zügig weiter. Vorhin habe ich zu diesem Modell gesagt, das ist ein Cadillac. Nein, das ist ein Chevy Impala. Und ganz genau genommen ist das ein, ich muss selber aufs Baujahr gucken, 1958er Chevrolet Impala. Hersteller Motormax, nicht Signatures. Warum er auf den Schrott klar gekommen ist, klar, Schrott. Karosserie ist verzogen, Teile fehlen und man sieht, dass diese verzogen ist, weil das Spaltmaß, oh, Entschuldigung, weil das Spaltmaß hier halt kacker ist. Seht ihr? Das ist über dem Normal. So, wir machen hier zügig weiter. Ne? Schließlich ist ja arschvolle Arbeit. So, oh, schöne goldene Schrauben. Hier wieder Gold oder Bandi Gold. Kennt ihr das Bandi Gold? Ja, Bandi? Eine schrecklich nette Familie. Wenn ihr es nicht wisst, ich sage es euch jetzt. Bandi Gold ist eigentlich gelbe Zähne. So. So.
In dem Fall vergilbte Schrauben. So, guck mal. Unendlich lange Schrauben. Und zack, da sind die schon die nächsten Schräubchen. Die Rohkarosse geht in die Schrottpresse, weil die ist halt verzogen und nicht mehr verkaufbar. Guck mal, wie ich am Schrauben bin, ey. Allein schon für die verkackten Schrauben habe ich schon ewig gebraucht jetzt. Ach, da ist noch eine Schraube. Und darunter sind noch mehr Schrauben. Wieso ging die Felge jetzt auf einmal so einfach ab? Komisch. Boah. Gott. Ich wollte ein schnelles Video machen. Na, jetzt müsstest du dich ja eigentlich ablösen. Aha, meine Fresse. So, weiter geht's. Schönes Auto, ne? Der Impala. Richtig schönes Auto. Wie gefällt der? Ich mag generell die 50er Jahre Autos. Gefallen mir richtig gut. So, da geht der Motor auch schon raus. Das kommt auch schon weg. Ja, eine Innenausstattung, ne? Mehr kann man dazu leider auch nicht sagen. Keine Hüftgurte, aber sonst leicht farblich abgesetzt, alles okay. So, jetzt geht's hier wieder weiter. Eigentlich müsste ich einen Akkuschrauber nehmen, aber bei den vielen Schrauben hier. Komm schon. Oh, hier ist eine falsche Schraube drin. Seht ihr? Eine weiße und eine kupferfarbene. So. Gleich fertig. Ja, wenn man einmal die ganzen Millionen Schrauben geschafft hat, dann zerlegt sich das Modellauto eigentlich von ganz alleine. Ah, guck, wie ich am Drehen bin. Da hab ich keinen Bock mehr. Da sind mir jetzt ein bisschen zu viele Schrauben. So, das müsste noch mal reichen. Kofferraumdeckel, Motorhaube, Türen, alles muss jetzt abgehen. So, ganz wichtig, die Windschutzscheibe. Oh, da wird schon mit Heißkleber gearbeitet. Hier ist alles mit Heißkleber. So.
So, wir sind auch schon fast fertig. So nach 6 Minuten. Guck mal, warum geht die Tür jetzt nicht ab? Die Karosserie scheint immer sehr stark verzogen zu sein. Geht sogar eher die Türverkleidung ab, als dass die Tür abgeht. Ey, Wahnsinn. Ach, Lecco Mio. Also wenn ich Lecco Mio sage, würde ich normalerweise was ganz anderes sagen, was nicht ganz jugendfrei ist. Weil ich bin nicht gerade auf den Mund gefallen, wenn es geht um Fluchen. Aber ich kann hier nicht fluchen. Kann schon. Aber kommt wahrscheinlich bei euch auch gut an, aber YouTube mag das nicht so. Die fragen, bevor ihr ein Video hochlädt, die fragen nämlich, ob da Schimpfwörter vorkommen. Ja. Kommen Schimpfwörter vor. Normalerweise. Ja, die Chromleisten müsste man eigentlich auch alle abmachen. Wenn sie leicht abgehen, gehen sie ab. Ansonsten Arschlecken. Ist Arschlecken eigentlich auch schon ein Schimpfwort? Oh, ey, so viele Leisten, ey. Wenn eine kaputt geht, ist das ein Leistenbruch dann? Und so. Oh, knapp gewesen mit dem Leistenbruch. So, wir nähern uns dem Ende. Die letzte Leiste geht jetzt ab, hoffe ich. So. Das war's. Das war's. Der geht in die Schrottpresse. Rest geht in den Verkauf. So ist das Kreislauf des Lebens, ne? Und weiter geht's. Oh, guck mal, Alter, 9 Minuten. So, es geht schnell weiter. Und der nächste Kandidat ist der Auto Union 1000S von Revell. Ja, Türen gehen auf. Motorhaube geht auf. Das war es auch schon. Kofferraumdeckel geht leider nicht auf. Preislich ist das Modellauto ja, so im mittleren Preissegment unterwegs. Das heißt, so zwischen 15 bis 55, 60 Euro gehen die Modelle so weg. Einige Traumtänzer wollen natürlich 100 Euro und mehr haben, aber das ist, sage ich euch ganz ehrlich, na. Selten ist das Modell nicht. Ich habe, glaube ich, mehrere hier im Angebot sogar und auf dem Schrottplatz stehen auch noch ein paar. Also kann mir keiner erzählen, dass das Modellauto jetzt hier selten ist. So. Stoßstangen. Ein Rad fehlt. Oh nein. Oh nein, ich habe wieder eine feste Schraube. Ach Gott. Oft hat dieses Modell das Dach kaputt oder Spiegel fehlt, Spiegel fehlen, Dach fehlt oder Dach ist beschädigt. Gibt auch oft, weil das Dach ist nämlich aus Kunststoff und das geht auch schnell kaputt.
So, das Dach ist hier aus Kunststoff und das bricht auch sehr schnell. Wirklich schnell. Schönes Lenkrad, ne? Mal was anderes. Das ist auch schon der Motor. Bekloppt, oder? Das sieht aus wie so ein Fahrradmotor, ey. Der wurde früher hier in Düsseldorf gebaut. Der 1000S. Jetzt wird der Sprinter gebaut. Damals der 1000S. So, na komm schon. Auch nicht schlecht. Der Kühlergrill, der Kühler, der wurde auf die Vorderachse drauf geschraubt. So. Weiter geht's. Das Zerlegen ist eigentlich relativ einfach bei dem Modell. Besonders für Leute interessant, die den hier wieder reparieren wollen. Es wird auf jeden Fall nicht das letzte Schlachtfest sein. Ich bin jetzt schon wieder am Sammeln für das nächste Schlachtfest. Ob das eine Orgie wird oder nicht, das weiß ich noch nicht. Aber bis jetzt sieht es eher aus nach einem Schlachtfest. Und da sind auch schon wieder fast 10 Modellautos drauf. Das ist Wahnsinn. Ja, ich muss halt ein bisschen Bestand abbauen. So. Oh, guck mal, der Spiegel ist sogar noch dran. So, jetzt geht das Dach ab. Die Rohkarosse geht in die Schrottpresse. Die ist jetzt nicht so wirklich gefragt. Ganz selten, dass einer mal hinkommt und die Rohkarosse kaufen will. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Weil die meisten Leute, die sowas sammeln, die haben das ja eigentlich schon. Und wenn überhaupt, brauchen die nur Ersatzteile und nicht die Rohkarosse. Verständlich. Ja, wir sind auch schon fast fertig. Schmutzfinger sind beliebt. So. So, ein Scheinwerfer wurde schon mal geklebt. Kleberrückstände. Ein Blinker, 2 Blinker und Kühlergrill. So, das war's. Da ist der Auto Union auch wieder Geschichte. Mehr bleibt davon nicht übrig. Wahnsinn, ne? Wo auch eine scheiß Farbe, ne? Dieses komische Grün hier. Ist zeitgemäß, ja, aber sieht nicht so besonders aus. So, es geht zügig weiter. Es warten noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Modelle. So, jetzt geht es hier auch weiter mit einem Peugeot 205 Turbo im Maßstab 1:25 von Burago. Der kam jetzt hier auf den Schrott, weil er überall Lackschäden hat und deswegen hier auf den Schrott gelandet ist. Das wird also erst ein ziemlich schnelles Video sein, weil viel gibt es hier nicht zu erzählen. Man kann hier zwar die Türen öffnen, aber dann war es das auch schon. Sehr cooles Modellauto, hat auch einen kleinen gewissen Wert für so einen 1:24er. Bewegt sich so zwischen 5 bis 20 Euro, je nachdem wie der Zustand ist, ob der original verpackt ist und so weiter und so fort.
In Defekt leider nicht mehr so viel. Aber ein cooles Modell. Ich mag dieses Modellauto. Ja, die Innenausstattung ist natürlich voll Furz, ne? Aber was soll man machen? Dafür sind die Felgen, sehen aus wie Klassik. So. Na komm. Tag ist keine Woche. Das muss auch mal ein Modellauto mal schnell sich zerlegen lassen. Können ja nicht alle immer eine Stunde dauern. So, die Rohkarosse geht in die Schrottpresse. Die Teile kommen online. Ob die jetzt alle heute Nacht noch online kommen, ist bezweifle ich mal ganz, ganz stark. Weil das sind wirklich viele Autos. Oh, toll. Aber egal. Ist ja nicht im sichtbaren Bereich. Guck mal, die sind auch schon fertig. Minute 36. Oh, ein cooler Grill. 2 Minuten. Oh, Spoiler. So, jetzt aber. Fertig. Das geht in die Schrottpresse, das geht in den Verkauf und das geht online. Ciao, Freunde. So. Ja, nicht jedes Modellauto, was hier auf die Schlachtbank kommt, Schlachtfestnacht oder wie auch immer, kommt auf den Schrott. Diese Aktion ist hier gerade vor, weil ich Teile brauche, sondern auch, weil ich manchmal einfach zu viele Modelle davon habe und quasi mal Bestand abbauen muss. So wie bei dem hier. Oh, hier fallen hier Teile raus. Aber nicht von ihm. Krasser Scheiß, ey. So, der Mercedes 500 SL von Maesto ist wahrscheinlich einer der meist hergestelltesten Maesto-Modellautos, die es gibt. Also, ich habe schon Millionen von denen zerlegt und zerschossen und zerballert und angezündet und keine Ahnung, was nicht alles gemacht, ey. Und es gibt immer noch unglaublich viele. Preislich ist das Modellauto im Mini-Ring-Segment unterwegs. Im Schnitt kostet so ein Modellauto zwischen 0 Euro, ja wirklich 0 Euro, und ja, so 10, 12 Euro. Selten ist auf gar keinen Fall, egal in welcher Farbe, den gibt es in jeder Farbe zu viel. Eine Wertanlage ist er nicht. Der ist aber ein gutes Modellauto. Ne? Der hat Federung, Türen gehen auf, Kofferraumdecke und Motorhaube gehen auf. Der hat auch einen richtigen Motorblock und allgemein ist er auch sehr gut detailliert gemacht. Warum der nicht so viel Wert hat, ist klar, es gibt einfach zu viele davon auf dem Markt. Und wie ihr gesehen habt, zerlegt sich gerade dieses Modellauto komplett von alleine. Das wird alles nicht mehr gebraucht. Gebraucht werden nur die Spiegel, die Felgen, der Motor, Windschutzscheibe und Scheinwerfer und Kühlergrill. Das sind so die Rücklichter. Das sind so die einzigen gängigen Teile an dem Modell. Sonst ist eigentlich hier nicht so wirklich was gefragt. Karosserieteile sowieso nicht. Auspuff ist vergilbt. Guck mal hier. Die Tür scheint einmal abgebrochen zu sein. Und der Vorbesitzer hat die mit einer Schraube festgemacht. Ja, an sich ist das echt ein gutes Modellauto. Ne? Das ist jetzt nicht. Das ist kein schlechtes Modellauto, wo man sagt, ist sein Geld nicht wert. Und hier und da doch, der ist schon sein Geld wert. Ist aber halt nichts Besonderes. Das geht alles weg. Und Scheinwischer. Oh, Scheinwischer ist ganz wichtig bei dem Modell. Der wird nämlich auch gern genommen für andere. Oh, scheiße. Windschutzscheibe durchgebrochen. Ja, da war ich jetzt ein bisschen zu hektisch. So hektisch aus dem ganz einfachen Grund. Ich habe hier noch so viel zu tun, ey. Der Rest geht hier also in die Schrottpresse. So. Ja, leider brauche ich beide Scheinwerfer. Ein Scheinwerfer bringt mir nichts, also weg damit. So, das ist jetzt hier alles Restekiste.
Alles, was ich so in die Richtung werfe, ist Restekiste. Das heißt, das ist nicht Müll oder irgendwie sowas. Das wird dann einmal alle paar Monate versteigert. Lohnt sich. Da sind ein paar tausend Teile immer drin. Das sind jetzt nicht nur kaputte Teile, ne? Wie ihr gerade gesehen habt, werfe ich auch relativ gute Teile da rein. Relativ. So, das ist schon mal Schrott. Armaturenbrett ist weg. Motor, Lenkrad weg. Keine Ahnung, was mir jetzt gerade runtergefallen ist, aber es ist mir runtergefallen. Unterboden weg. Ja, Teilegewinn ist bei dem Modell jetzt nicht wirklich groß. So. Oh, Ersatzrad. Weg damit. Ja, ihr merkt ja, ich beeile mich gerade, weil ich hier wirklich noch zu viel Arbeit habe. Es warten noch 2, 4, 6, 7, 8 Modellautos warten noch auf ihre Zerlegung. Deswegen kann ich mir jetzt nicht so mörder viel Zeit lassen. So, das war's. Nichts ist übrig geblieben. Metall geht in die Schrott. Teile gehen online. Video geht online. Perfekt. 5 Minuten trotzdem wieder gedauert. Ey, Mann. So, es geht weiter. Der nächste Kandidat ist der pinke Plymouth Cuda von 1970, Hersteller Ertl. Ihr fragt euch sicherlich, was macht der denn jetzt mit der Schlachtorgie? Der hat auch normales ganzes Video verdient. Normalerweise ja, aber der ist schon stark zerlegt. Felgen fehlen, Türen fehlen und aufgeschraubt ist er auch schon. Das wird ein ganz kurzes Video werden. Hauptproblem bei diesem Modell ist Zinkpest. Einige Modelle, besonders dieser gelb-schwarze, der leidet unter Zinkpest. So. Ja, keine Gurte, alles schwarz, alles gut. Pink. Krasse Farbe, ne? Finde ich nicht schlecht. Also die Farbe allgemein. Ja. So, oh, guck mal, der Spiegel ist sogar noch da. So, preislich ist dieses Modell stark steigend. Aber heißt jetzt nicht, dass das Modellauto jetzt so 200, 300 Euro oder so kostet. Ne? Das schafft das gute Ding hier wirklich nicht. Aber realistisch sind so um die 50, 60 Euro ist realistisch. Wenn man überlegt, das Modellauto gibt es schon seit den 90er Jahren und das dümpelte eigentlich sonst immer so bei 20, 30, 40 Euro rum. Ist jetzt mit den 50, 60 Euro ja schon nicht schlecht. Und achtet bitte darauf, den Zinkpest. So, der Motor sieht auch geil aus, ne? Für einen Ertl. So. Ja, die Hinterachse muss ich auch noch abmachen. Aber hier muss auch viel gedremelt werden, sehe ich schon. Das Armaturenbrett ist fest genietet und die Scheiben auch. Ui. So. Ich bin ein bisschen faul geworden. Wenn man so viele Modellautos am Stück zerlegt, ist das ja normal. Motorhaube ist cool, ne? Schwarz-matt. Macht schon viel her. Diese Rohkorosse geht natürlich nicht in die Schrottpresse, ne? Hat auch keine Zinkpest. Nein! So.
Oh nein, ey. Der Rest ist alles genietet. Selbst die Scheibe ist genietet, ey. Mein Gott. Wie heißt das nochmal? Armaturenbrett. Muss mal kurz den Dremel sauber machen. Der hat noch Kunststoffteile von vorherigen Modellen. So. Der Zufall alles auf einmal abgegangen. So, das war's, ey. Fast 5 Minuten. Bei einem Modellauto, was schon Teil zerlegt ist, ey. Auch bescheuert. Schöne Farbe. Ihr habt ihn schon mal in echt so gesehen. Echt geil. Also nicht, ich würde den vielleicht nicht kaufen in der Farbe, aber cool zu sehen in der Farbe. So, viele Teile habe ich retten können. Geht alles online und egal. Ciao. So, es geht zügig weiter. Der nächste ist Mercedes 300 SL Roadster. Ja, wir hatten vorhin den Gullwing gehabt, jetzt haben wir das Cabrio da. Er ist leider auch in einem sehr schlechten Zustand. Vordere Räder abgebrochen, Scheibe fehlt, Stoßstange vorne ist abgefallen, beziehungsweise abgebrochen und auch nicht mehr brauchbar. Nichtsdestotrotz wird er jetzt zerlegt. So, zack, zack. Achse vorne ist auch defekt. Und ich finde, dass er die schönere Innenausstattung hat. Der Gullwing hat nicht so eine schöne Innenausstattung. Opa. Geht der Reifen von der Fake ab, als dass die Fake von der Achse abgeht, ey. Meine Fresse. Rest weg. Auch noch alles intakt. Ja, ich muss mich beeilen, ey. Der Unterschied ist auch die anderen Scheinwerfer, ne? Der eine hat die runden und der hat die ovalen. Und bei ihm gehen die Türen ab, was bei dem anderen ja nicht der Fall ist. Das sind so die Unterschiede, außer natürlich, dass es ein Cabrio ist und das andere ein Coupé. Was ist verdeckt? So. Aber ihr könnt zum Beispiel den Kühlergrill verwenden, auch an diesem Modell, oder diese Leisten, die Stoßstangen, die passen bei beiden gleich. Also es spielt keine Rolle, ob das Coupé oder Cabrio ist. Die Stoßstangen könnt ihr bei beiden einbauen. Die Rücklichter auch. Kühlergrill auch. Noch ein Rücklichtfilz sogar. Preislich bewegt sich das Modellauto im Nirgendwo, genau wie das Coupé. Eigentlich ist es nicht. Ich kriege die Teile zwar gut verkauft, die ganzen Modelle gehen auch oft weg, besonders ins Ausland. Da gehen diese Modelle auch oft hin. Brasilien, Finnland, Dänemark, Spanien, Portugal, da gehen sie eigentlich überall hin.
Ersatzteile sind komischerweise, auch hier ist das Rücklicht. Ersatzteile bleiben meistens hier in Deutschland. Nur die kompletten Modellautos gehen halt viel ins Ausland. So, das war's. Auch mal ein kurzes Video. Ey, Bams, ey. 3 Minuten. Boah. 2, 4, 6 Autos noch. Dann haben wir es geschafft. So, auch ein Norev verirrt sich mal in so ein Schlachtfest. Und das ist dieses Mal der Smart 44 von Norev. Ehemaliges Händlermodellauto, aber leider in sehr schlechtem Zustand und deswegen auch ein Schlachtfestkandidat. Hier, guck mal, kommt ja alles schon raus. Ich glaube, eine Felge fehlt sogar, ne? Gott sei Dank, die Felgen liegen alle noch drin, weil die Felgen sind echt geil. Preislich ist dieses Modellauto im unteren Segment unterwegs, das heißt so im Schnitt so zwischen 20 und 40 Euro. Einige versuchen natürlich mehr Geld zu bekommen, ist aber leider nicht so gut möglich. So, er kam jetzt hier auf den Schrott, eine Tür abgebrochen, Türscheibe fehlt. Panoramadach ist beschädigt, Felgen sind abgefallen, Achse hinten ist lose und dieses Teserband lässt mich vermuten, dass die Türen lose sind. Ne, der Unterboden. Der Unterboden ist lose. So. So, den kann man auch gut verwerten, den Unterboden. Der sieht insoweit noch in Ordnung aus. Ach, guck mal, die Hinterachse. Oh, sogar Teppich drin. Man hat zwar die Gurtschlösser und diese Gurthaken hier oben angedeutet, aber keine Gurt hingemacht. Hat aber so der Scheiß. Aber Teppich drin. Beinfreiheit hinten ist es auch nicht so top, ne? Die Tür ist Schrott, geht weg. Oh, schönes Armaturenbrett, ne? Oh, schön. Gefällt mir richtig gut. Mit dem fetten Navi hier, heiß, kalt und dem Orange. Sieht echt gut aus. So. So. Hier hat Norev auf Lizenz produziert. Also für Mercedes produziert. Die Rohkarosse geht in die Schrottpresse, weil Smart Rohkarossen sind nahezu ungefragt. Also ich habe noch nie erlebt, dass mir einer nach einer Rohkarosse vom Smart gefragt hat. Selbst hier bei den neueren Modellen. Ja, ist Nachfrage gleich 0 nach der Rohkarosse. So gängig sind so Spiegel, Felgen, Innenausstattung. Das sind so gängige Teile hier bei dem Modell. Die gehen komischerweise immer weg. Ich muss mich beeilen, ey. Ich will auch noch Feierabend machen. Ich muss auch ein ganzes Video draus machen. Auf die Windschutzscheibe muss ich ja keine Rücksicht nehmen, weil die ist ja eh kaputt. Was das ein Teil ist. So, weg damit. Wir sind auch schon fast fertig. Ein Rücklicht. Zweites Rücklicht. Drittes Rücklicht. Nein, Scheinwerfer natürlich, kein Rücklicht. So, nächster Scheinwerfer. Oh, das geht hier nicht so gut ab. Ich versuche gerade den Kühlergrill abzumachen. Ah, kaputt gegangen.
Na egal. Nummernschild geht nicht ab, hinten und vorne nicht. So, da sind wir auch schon durch. Antenne. Sieht gut aus. Antenne kann man noch ausbauen. Der Rest geht in die Schrottpresse. Na komm jetzt. Mach mir hier keine Szene. Du Scheinwerfer, du Antenne. So. Das war's. Schönes Modell. Wie man sieht, bis auf Kofferraumdeckel oder Motorhaube, was auch immer, geht hier alles auf. Türen vorne, hinten und Hecktüre. Cool, ne? Das war ein Modellauto in der Preisklasse von gerade mal 20 bis 40 Euro. Also macht ihr definitiv nichts falsch. Das schöne Ding hier zum Verschenken für Smart-Fans, absolutes Muss. Ja, also das geht echt ganz gut. So, danke. So, es geht weiter. Der nächste Kandidat ist der BMW Z1 von Revell im Maßstab 1:24. Ein cooles Modell, weil allein schon dieser mysteriöse Türsystem hier übernommen wurde von dem Z1, womit das Auto eigentlich berühmt geworden ist. Ne? Coole Sache, funktioniert auf jeden Fall auch bei diesem Modell. Er kam jetzt hier auf den Schrott, weil Lackschäden und Scheinwischer fehlt. Ja, und da er eh einen geringen Wert hat, nämlich zwischen 0 Euro bis 10 Euro, wobei 10 Euro eigentlich schon ziemlich schwer sind zu bekommen. In der Regel gehen die so halt für 3, 5 Euro, 6 Euro weg. Ist halt 1:24, ne? So. In 1:18 sieht die Welt natürlich ein bisschen anders aus. Da ist das Modellauto sehr beliebt und auch sehr gefragt. Teile sind auch sehr gefragt, obwohl eine Zeit lang gab es die voll viel zu verschrotten bei mir. Jetzt inzwischen nicht mehr so viel. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger einzubekommen. Zum Verschrotten. Meistens natürlich immer Spiegel fehlen. Das ist so das Hauptproblem bei dem Modell. So, ja, die Felgen. Naja. Türen, zack, zack. Die Windschutzscheibe ab, Innenausstattung, Unterboden weg. Rohkarosse geht natürlich in die Schrottpresse, weil das kauft kein Mensch. So. Was habe ich denn jetzt hier gelöst? Normalerweise müsste ich doch jetzt die Stoßstange lösen. Was ist denn los hier, ey? Komm, das sollte eigentlich ein schnelles Video werden. Ach, Gott sei Dank. Scheinwerfer. Motorhaube wird nicht mehr gebraucht, weil der hat wie gesagt Lackschäden. Und das war's auch schon. Ja, so ein 1:24er zerlegt sich natürlich relativ einfach. Gott sei Dank. Ist halt auch nicht so viel dran, ne? Ja, das war's schon. Das geht in die Schrottpresse, das geht online. Standardspruch von heute Nacht. 4 Autos noch, dann habe ich es geschafft. Da ist die Orgie vorbei. Zum ersten Mal, dass ich so viele Modellautos am Stück zerlege.
So, es geht weiter mit einem eigentlich schlimmen Ladenhüter, der Jaguar XK. Ja, das ist ein XKR sogar, SC. Uiuiui. Er kam jetzt hier auf den Schrott, weil er Gebrauchsspuren hat und weil er so tiefer gelegt wurde, dass er nicht mehr dreht. Ne, also die Federn wurden rausgenommen. Und weil er halt Ladenhüter ist, also als Modellauto nicht wirklich sehr gefragt, wird er halt zerlegt, weil ich habe auch gesehen, dass ich kaum noch Teile online habe. Besonders die Felgen sind beliebt von dem hier, weil er hat die coolen Felgen. Der grüne oder der rote, von dem es ja auch welche gibt, die haben ja diese hässlichen Felgen. Lenkstange fehlt auch, sehe ich gerade. Der grüne finde ich ganz schlimm. Also der hat ja noch diese hässliche grüne Innenausstattung. Und mintgrüne, bah. Ganz schlimm. Das echte Auto gefällt mir wiederum ganz gut. Während das Modellauto eigentlich totaler Flop ist. Ich kriege den immer sehr schlecht weiterverkauft. Es geht eigentlich meistens wirklich nur über den Preis. Also ich kann hier nicht 20 Euro verlangen oder so. Das zeigen die Leute wie ein Vogel. Preislich bewegt sich das Modellauto halt im Nirgendwo. Ne? Hier ist auch Kleber ausgelaufen. Ja, ich meine, hier verbirgt sich irgendwo noch eine Schraube. Da. Hier ist noch eine Schraube. So. Wobei das Modellauto ja an sich ja nicht schlecht ist. Das geht alles auf. Tür und Motorhaube geht alles auf. Das ist an sich ja echt kein schlechtes Modellauto. Ne? Hier hat auch sogar Gurte. Im Prinzip alles gut. Aber wie gesagt, keine Nachfrage. Ne? Absolut keine Nachfrage. Also es ist selten, dass einer den kauft, sagen wir mal so. Motor. Das ist nämlich ein V8 Jaguar Motor. Ein V8 Jaguar Motor geht immer. Das ist auch ein ganzer Block, immerhin. So. Geil, oder? Ja, und die Felgen, das sind auch beliebt. So. Armaturenbrett. Was ist das? Linkslenker. Ui. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich die Windschutzscheibe nicht kaputt mache. Oh Gott, ey, die sitzt irgendwo fest. Scheibenwischer. Windschutzscheibe, da geht's doch. Ein Rücklicht. Boah. 2 Rücklicht. Positionslicht. Oder Positionsleuchte, besser gesagt. So. Der Blinker ist nur gemalt. Sehr gut. Scheinwerfer auch raus. So, da sind wir auch schon so gut wie durch mit dem Modell. Die Kiemen sind natürlich cool, sind aber fest eingebaut. Na komm schon. So. Die Verkleidung noch ab.
Die Spiegel sind aus Metall und die gehen leider nicht ab. So, das war's. Der Jaguar XKR ist erledigt. Zerlegt. Finito. 5 Minuten auch wieder gedauert. Ey. Ich habe gedacht, das wird ein schnelles Video. Ja, das geht in die Schrottpresse, das geht online wie immer. Und 3 Autos warten noch auf euch. So, der letzte Burago für die heutige Schlachtorgie. Es ist der BMW MZ3 von Burago. Er ist schon teilzerlegt, Teile fehlen schon und oh Gott. Das sollte jetzt eigentlich relativ schnell gehen. So, zack, zack. Das lasse ich mal als Ganzes, oder? Jawohl. Perfekt. Das lasse ich jetzt als Ganzes. Da freut sich bestimmt schon der neue Besitzer drüber. Wie sieht es denn hier aus? Hier sieht es auch noch gut aus. Das kann auch als Ganzes weitergehen. Zack, zack, ab hier. Muss ja jetzt auch ein bisschen mal sputen. Bin ja schon seit über eine Stunde dran. So. Ich muss ja euch über den MZ3 ja nicht viel erzählen. Ne? Ich meine, das ist ein Evergreen, der geht immer, der sieht gut aus. Der ist auch immer noch sehr gefragt, das Modellauto. Aber es heißt jetzt nicht, nur weil er sehr gefragt ist, dass er teuer ist. Er wird gern gekauft, aber auch nur, weil er gut und günstig ist. Gut und günstig heißt um die 10 Euro. Und das war es auch schon. Mehr kriegt ihr dafür nicht. Es gibt sie in allen möglichen Farben, aber das wisst ihr wahrscheinlich auch schon. So, jetzt müsst ihr einmal die Motorhaube so richtig umklappen. Und dann kommt ihr hier an die beiden Schrauben dran. Ungewöhnlich. So, jetzt müsste auch die Motorhaube abgehen. Ich habe schon unzählige von den Dingern hier zerlegt. Aber meint, und jedes Mal stehe ich hier auf dem Schlauch. Sehr gut. Geht vorwärts. Komischerweise gehen oft bei diesen MZ3 die Kofferraumdeckel kaputt. Und natürlich die Windschutzscheiben. Aber warum der Kofferraumdeckel so oft abbricht, das ist für mich absolut schleierhaft. Ah, der Deckel ist auch kaputt. Aber ich habe, wie gesagt, schon sehr viele Modelle da gehabt, wo immer der Kofferraumdeckel kaputt war. So, das war's. Der erste Schrott, Altmetall. Arrivederci. 2 noch, dann haben wir es geschafft. Yeah! Langsam aber sicher kommt das Finale. Der vorletzte Kandidat für die Schlachtorgie ist der Porsche Cayenne Turbo von Maestro. Er ist schon stark zerlegt worden und preislich wisst ihr alle Bescheid. Er ist im unteren Preissegment unterwegs. Das heißt, im Schnitt kostet dieses Modellauto um die 10 Euro. Verpackte Modelle kosten 15, 20 Euro und das war es dann auch schon. Mehr geht einfach nicht bei dem Modell. Es gibt auch viele Modelle eigentlich vom Cayenne. Ne? Den Facelift gibt es ja auch von allen Herstellern. Genauso wie der hier. Den gibt es ja von Valley auch noch und keine Ahnung von wem noch. Ja, Innenausstattung ist ganz nett geworden. Gurte hat er. Warum auch nicht? Ne? Großen und Ganzen schon mal ganz nett anzusehen. Unterboden mit den festgeklebt. Das gibt's doch nicht, ne? Ne, nicht festgeklebt. Sehr gut. Ein intakter Unterboden vom Cayenne Turbo ist selten. Sieht die Windschutzscheibe denn aus? Auch gut.
muss ich mich echt mal ein bisschen beeilen jetzt. Seitenscheibe sieht auch noch ganz gut aus. Auch noch ganz gut aus. So, Türen vorne sind Schrott. Beide Seiten Schrott. Die brauche ich nicht auszubauen. Das Armaturenbrett sieht schön aus. Ich hatte ja mal den Nachfolger, den Facelift davon hatte ich gehabt. An sich ein gutes Auto. Aber irgendwie ging der in der kurzen Zeit, wie ich das Auto hatte, sehr oft kaputt. So viel zum Thema eigentlich ein gutes Auto. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den zu fahren. Ich hatte auch den Cayenne Turbo gehabt. Also auch mit dem großen Motor. Und hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, mit dem Auto rumzufahren. Das kann ich euch sagen. Auch wenn er arsch viel verbraucht hat. Aber ich hatte den nicht lang gehabt, weil mir ging das auf den Sack, dass er so oft kaputt gegangen ist. Ich hatte den ein halbes Jahr gehabt und in dem halben Jahr ist er mir zweimal kaputt gegangen. Dann ist auch immer mal Schluss mit lustig, ne? Halbes Jahr, zwei Defekte. Einmal war die Steuerkette überdehnt, das war das Schlimmste. Gott sei Dank hatte ich noch Händlergarantie gehabt. Aber da musste ich trotzdem ein gutes Stückchen mitbezahlen. Wegen den Verschleißteilen, die da dran hingen. Die Garantie halt nicht abdecken. Aber trotzdem mitgetauscht werden müssen. So, weg damit. Ärgerlich, aber was willst du machen? Scheinwerfer sind leider auch putt. Da ist Kleber oder irgendwie sowas ausgelaufen. Also hier ist irgendwas ausgelaufen und das sieht echt nicht mehr schön aus. Der geht noch. Zack, zack, zack. Das geht in die Schrottpresse. Guck mal, damals hatten Maestro-Modelle noch hier eine Motorraumverkleidung. Inzwischen gibt es die auch nicht mehr. Komisch, ne? Viele Porsche-Modelle von Maestro hatten das Teil gehabt. Diffuser. Ladekantenschutz. Rücklicht. Sieht auch noch gut aus. Anderes Rücklicht. Auch gut. Sehr gut. Oh, scheiße, mein Kofferraumdeckel ist aufgebrochen. Oh, krass. Oh, die Schweller sind auch noch da. Und die sind sogar verschraubt. Krass. Wobei der ist zerkratzt. Der ist auch lapschig. Bringt mir nichts. So, das war's. Der Cayenne Turbo ist zerlegt. Gutes Modellauto, keine Frage. Der ist auf jeden Fall seine 10, 15 Euro wert. Erwartet aber nicht mit einer Preissteigerung. Davon gibt es einfach viel zu viele von. Und Norev hat ja den Nachfolger, also Facelift Modell rausgebracht und der ist auch geil. Dann geht das Spirit, hat den auch noch rausgebracht. Maestro hat auch noch das Facelift Modell rausgemacht. Und ach, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall genug davon. Und selten ist auf gar keinen Fall. Schön anzusehen, ja. Der ist auch an sich nicht schlecht. Man kann die beiden vorderen Türen aufmachen, Koffer, Motorhaube. Ist an sich ein gutes Modellauto. Ne, das ist kein schlechtes Modellauto. Hat nun nicht viel Wert. So, vorletztes Modell. Letztes Modell und wir haben es endlich geschafft. 15 Stück insgesamt. Und ein kleiner Nachtrag, das eben war kein Maestro-Modell, sondern ein Valley-Modell. Aber die sind eigentlich nahezu identisch, die beiden. Dieser hier, das ist kein Solido wie im Einspieler, sondern ein Mira. Aber nicht schlimm, es gibt ihn auch von Solido. Ja, ein sehr außergewöhnliches Modellauto. Ein Ford F150. Ne, also mal ganz ehrlich.
Den gibt es ja auch als zivile Variante, sage ich jetzt mal, von Mira. Der steht bei mir auch auf dem Schrottplatz. Und ich muss sagen, der ist irgendwie komisch. Das ist ja an sich eigentlich ein riesiges Auto, der F150. Aber hier ist er voll winzig geworden. Er ist schmal, er ist klein. Der ist kein Deut größer wie ein, was nehmen wir denn hier? Ja, Porsche 924er. Guckt euch mal. Guck mal, der Koloss, der ist ein 924er, ne? Und der ist voll mickrig. Also maßstabsgetreu ist er definitiv nicht. So. Er kriegt ein eigenes Video, weil, ganz ehrlich, habe ich keinen Bock gehabt. Mira ist jetzt auch nicht so der bekannteste Modellautohersteller. Den gibt es inzwischen auch nicht mehr. Schon Ewigkeiten die Produktion eingestellt, auch schon von bestimmt über 10 Jahre produzieren die eigentlich keine Modellautos mehr. Kaputt. 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 Aber cool ist, dass man die vorderen Türen aufmachen kann. Kofferraumdeckel. Diese Türe auch, also die hintere Türe. Und Motorhaube geht auf. Eigentlich geil. Das ist der Motor. Der ist so lächerlich, ich kann den noch nicht mehr kaufen. Auch guck mal hier auch die Sitze, ne? Auch sehr mickrig geworden, die Sitze. Guck mal, ob es wirklich 1:18 ist. Aber tatsächlich. 1:18. Also mickrig. Aber warum? Haben die sich ein bisschen vermessen, würde ich mal sagen. Akkuschrauber kommt raus. Oh Gott, da funktioniert. Die Rohkarosse geht in die Schrottpresse. Weil Mira Rohkarossen sind dazu überhaupt gar nicht gefragt. Liegt aber auch daran, weil der Hersteller halt sehr unbekannt ist. Selbst eingefleischte Modellautofans kennen Mira meistens nicht. Und der F150 von Mira, das ist eh ein bisschen außergewöhnlich. Oh Gott, echt jetzt. Die letzte Schraube macht nicht mit. Weil Mira hat eigentlich hauptsächlich immer Ferrari-Modelle gemacht. Guck mal, es geht die letzte Schraube nicht ab, ne? Boah, geht nicht ab. Bombenfest. Die Motorhaube. Wie geht das denn? Boah, allein schon wie klein die Motorhaube ist. Ne? Das ist definitiv nicht 1:18 hier. Oh, da muss der Freund der Dremel dran. Warum geht diese verkackte Schraube nicht ab? Ne, bombenfest. Es muss da Gewalt dran. Ich will den Kofferraumdeckel haben. Heckklappendeckel. Heckklappe. Mein Gott. Mein Gott. Geht doch. Ui, die Rücklichter kommt man von innen nur schwer dran. Ist gar nicht. Muss ich mal gleich mal versuchen.
So, die kleinen Scheinwerferchen. So. F150 Schriftzug. Das ist auch cool. F150 Schriftzug. Voll geil. Die haben sich wirklich Mühe gegeben mit den Modellautos. Schade eigentlich, dass sie keine mehr produzieren, ne? Die haben zwar jetzt nichts Besonderes auf den Markt gebracht, ne? Aber was haben die? Mustangs, Ferraris, Lambos. Was haben die noch? F150. Nein! Ach, hier die alten Pickups haben sie auch rausgebracht. Hier die Vorgänger von denen da, aus den 50ern. Oder 40er Jahren sogar. Das war's schon. Nur eine Niete. Cool. Das ist irgendwie abbekommen jetzt, ne? So. Das war's. Rest geht in die Schrottpresse. Ärgerlich mit dem Scheinwischer. Oh, zerbricht das voll. Mein Gott. Puh, das war was. Ey, die Orgie hat mich jetzt selbst nicht geschafft. Dieses Akkordschlachten, geht ordentlich in die Knochen. Hätte ich nicht gedacht. Ja, 15 Modellautos hat es jetzt erwischt. Mal gucken, weil ich kann das beim nächsten Mal toppen. Mal schauen. So, das war's. Danke fürs Durchhalten, danke fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat die Auswahl gefallen. Und ja, guckt auch beim nächsten Mal wieder mit rein. Ciao, Freunde.